Hey Freunde, willkommen zurück. Fragrance Talk wieder hier. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ja, ich habe es euch versprochen. Ich werde noch mal ein Einzelvideo zu machen zu den neuen Knallerduft von Job. Ist Job zurück? Ja, er ist zurück. Mit Job Homme Eau de Parfum. Ja, darauf haben viele gewartet. Lohnt sich dieser Duft? Ist er besser als das Original? Oder sind sie doch gleich? Also, ist es die Vintage-Version wieder? Die Fragen werde ich gleich beantworten. Bleibt dran. Hey, willkommen zurück. Ja, ist dieser neue Flanker bzw. das Eau de Parfum genauso gut wie das Eau de Toilette? Bevor ich das sage, werde ich erstmal alle neuen Leute, die das erste Mal hier auf meinem Kanal zuschauen, Hallo sagen. Und ja, bleibt hier, es würde mich natürlich freuen. Drückt die Glocke, das wäre natürlich noch nicer, wie ich immer so schön sage. Da liegt die Betonung auf nice. Und ja, ich bin seit über 24 Jahren, fast 25 Jahre eigentlich schon, in Game bzw. mit Leidenschaft dabei, Düfte zu kaufen, mich zu interessieren dafür und so weiter und so fort. Schaut meine ganzen Videos, fast 500 Stück sind voll. Und ja, das sollte doch eigentlich schon genügen, warum ihr hier bleiben solltet. So, ihr kennt den hier, Job Homme. Ja, Job Homme ist so Kirsche, süß, einfach der Clubduft seit 1989. Auch diese Version, die aktuelle Version, ist einfach noch stark. Viele sagen, ich nehme den nicht so lange wahr, andere nehmen euch aber sehr lange wahr. Natürlich, früher hat man sich selber noch viel länger gerochen. Ich meine, wenn ich diesen trage, ich rieche mich eine ganze Weile. Also dieser Duft ist immer noch sehr stark. Dann, das ist die erste Version mit der Kornblume. Das ist das Biest. Sehr gut erhalten habe ich das noch. Mein Vorab-Live-Studio habe ich ja gemacht über diesen Duft und Düfte der Woche war auch mit drin. Schaut mal rein, bei einem Livestream vor allen Dingen. Ich habe so viele Düfte, auch von der Kornblume, noch von der ersten Auflage. Vielleicht werde ich mal eine verkaufen, weil ich kann die gar nicht leer machen, weil er ist ja auch stark, hält ewig. Und hier habt ihr 15 Stunden was von, auch von der neuen, die ist einfach sehr, sehr stark. So, aber wichtig ist ja das Eau de Parfum, das neue. So, wie soll ich euch das jetzt sagen? Also Fakt ist, Maiglöckchen ist auch hier drin. Sie haben fast ähnliche Inhaltsstoffe. Das weicht eigentlich gar nicht, sag ich mal, so groß ab. Fakt ist nur Zimt und Haselnuss in der Kopfnote. Haselnuss nehme ich fast gar nicht wahr. Das ist eigentlich auch ganz positiv. Und Zimt schon, aber es drückt keinen. Und gleich vorweg, es ist kein Sommerduft. Das steht fest. Frühling geht noch, aber sonst Herbst und Winter. Das ist schon mal vorweg. Hält 10 Stunden und eine starke Zillage. Also da ist wirklich, Job ist zurück. Und ihr müsst euch diesen Duft so vorstellen. Viele sagen, er riecht nach Stronger with You. Finde ich persönlich nicht so. Vielleicht geht er schon in die Richtung. Aber für mich ist es einfach Gaultier 2 mit Job Homme Wild. So. Und der Punkt ist, ich bin kein Job Homme Wild Fan. Gaultier hatte ich auch mal, das war noch die Zeit verkauft, bla bla bla, dumm. Aber Gaultier 2 hatte ich mal und den mochte ich natürlich. Ja, und so müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Also er umhüllt einen cremig, würzig, warm. Er ist süßer als das Original. Und deswegen sage ich, das geht jetzt nicht. Heute ist ein sehr warmer Tag in Hamburg. Was heißt sehr warm? Also es ist warm. Natürlich kann man das tragen. Natürlich, ich sag ja, es ist eigentlich scheißegal, tragt, was ihr wollt und wann. Früher hat man den Job, das Original, auch bei 30 Grad, die vollgeballert. Es ging alles. So, keiner hat was gesagt. Aber heutzutage, umso süßer, ihr wisst das ja, umso süßer, das klebt nachher und da fühlt man sich ja nicht so sehr wohl, wenn ihr unterwegs seid. Und ich werde diesen Duft unten verlinken. Ihr kriegt dann noch eine Sporttasche zu und also solange der Vorrat reicht und mein Gutscheincode, dann kriegt ihr den günstiger. Der geht richtig gut weg, wie warme Semmel, sagt man. Er ist schon nachbestellt. Er wird im Netz. Leute, die ihn kennen, sind begeistert bis jetzt und ich bin auch begeistert. Am Anfang habe ich gedacht, oh Job Homme Wild. Wie gesagt, ich bin kein Fan, aber umso öfters ihr ihn, also 1, 2, 3 Tage und ihr liebt ihn. So, natürlich nicht jeder. Es gibt genug wieder, die sagen, das Übliche, ne? Aber sehr, sehr nice. Also er lohnt sich in allen Sachen. Zillage, Haltbarkeit. Ihr könnt ihn auch mit 50 tragen. Es ist auch egal, wie alt ihr seid. Wenn er euch gefällt und den Wert
an den werden, ja, was soll ich sagen, also da werden sie nach Douglas reinmarschieren. Die werden ihn kaufen. Die werden ihn kaufen, weil dieses alte Geschöpf, dieser alte Duft, dieser alte Duft ist immer noch in den Top 10. Bei Douglas zum Beispiel. Er wird gekauft und den gibt es seit 1989, Leute. Seit 1989. Und jetzt hat er das Eau de Parfum rausgebracht. Also, gleich vorweg, es gibt keine Ähnlichkeiten. Hier ist noch die DNA, ist ja auch noch ein bisschen im Hintergrund, das muss man auch dazu sagen. Aber gleich vorweg, sie sind nicht gleich. Und irgendwie, dass das die Vintage-Version wieder ist, die ich eben auch in die Kamera gezeigt habe. Nein, das ist sie nicht. Aber er ist wirklich top geworden, gefällt, super Haltbarkeit, super Ausstrahlung und so weiter. Ihr wisst es, hatte ich eben schon gesagt, eingangs. Und ja, sieht gut aus, wie so ein Bourbon. Die übliche Flasche hier, ein bisschen. Ja, also der ist schon sehr, sehr nice. Und ich würde ihn auch definitiv kaufen oder am besten zweimal, weil ich sage euch jetzt schon, der wird in 1-2 Jahren reformuliert werden. Auch die neuen Inhaltsstoffe. Sie werden immer irgendetwas finden, um den wieder zu reformulieren. Und dann wird er nicht so stark sein wie jetzt. Das ist Fakt. Das sage ich so 100% eigentlich. Das ist immer so. Der kann, also stärker ist Blödsinn, weil er ist schon stark. Und deswegen, Leute, Schlag dazu, weil das ist ein geiler Duft. Und auch so ein bisschen mit Gold hier. Also das ist schon richtig gut geworden, was Job da gemacht hat. Die letzten waren ja eigentlich auch nicht so, also ich fand den Job Eis zum Beispiel auch sehr, sehr nice. Der ist allerdings noch nicht in meiner Sammlung, werde aber noch da reinwandern, vor allem jetzt, weil der Sommer vor der Tür steht, was ich hoffe. Und ja, auf jeden Fall, was soll ich dazu sagen? Ich habe in der Vorab-Review schon, Live-Review schon gesagt, nice, sehr, sehr geil. Dann Düfte der Woche, am Sonntag hatte ich ihn auch noch mal vorgestellt. Er ist und bleibt top. Job Eau de Parfum würde ich auf jeden Fall euch ans Herz legen. Und ihr solltet beide, also auch die beiden in der Sammlung haben. So, das ist Fakt. Ihr könnt richtig damit auch in Bars natürlich, Clubs gehen, wenn sie wieder aufhaben und so weiter und so fort. Also der kommt gut an. Also ja, ich habe schon Komplimente bekommen. Also Leute, das funktioniert. Also das gefällt mir. Und ja, sehr, sehr top. Und ja, das Original von früher, die Version mit der Kornblume, ist schwer zu bekommen. Wie gesagt, ich habe da 3 Stück von, nicht von den großen, aber auch gut erhalten. Vielleicht gebe ich eine weg. Ich hatte das schon im Livestream gesagt. Ja, da müsst ihr dann ab und zu mal in meine WhatsApp-Gruppe kommen, sage ich schon. Nein, nicht WhatsApp-Gruppe, sondern Facebook-Gruppe. Fragrance Dog Family da. Family mit, also amerikanisch geschrieben, Englisch. Und schaut da mal rein, da talken wir immer gerne mal rüber oder auf jeden Fall die Leute, die sich da treffen, sehr, sehr nice. Aber hier, Job Eau de Parfum, auf jeden Fall nice. So Leute, dann war's das. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Bleibt hier auf meinem Kanal, wie gesagt, die neuen auch. Und dann sehen wir uns bald wieder zum neuen Video. Macht's gut, haut rein und bis dann, Fragrance Dog.